Ja, Jonas, vielen Dank für die Einladung. Jetzt habe ich ja den weiten Weg hergeschafft, aber es ist eigentlich Tech Tuesday Time und wir sind nicht bei uns in Barmenau in der R-Werkstatt. Genau, wir haben heute ein Tech Tuesday Special und wir haben die Chance, heute in den Sonderfahrzeugbau von Volkswagen zu gehen. Und wenn wir so eine Chance bekommen, dann nehmen wir dich und unsere Community natürlich mit. Ich sehe schon Polizeiwegen, ich sehe Taxen, ich sehe viele andere Einsatzfahrzeuge. Also hier ist es tatsächlich special. Ja, auf jeden Fall. Special, viel Handarbeit. Ne? Es gibt einige Fahrzeuge, die vom Band gebaut werden und die dann hier nochmal eine Veredelung bekommen. Sind wir denn schon so weit? Genau, jetzt passiert es. Jetzt werden sie alle gebaut, unsere 333 Sondermodelle. Und wir schauen am besten mal um die Ecke. Da stehen nämlich schon zwei. Hey, hier sind die ganzen Plaketten. Ja, genau, alle Nummern. Ne? Und genau hier werden die Nummern den Fahrgestellnummern dann zugeordnet. Da wird quasi die Plakette mit dem Fahrzeug verheiratet. Und damit gibt es das Fahrzeug mit der Nummer XY nur einmal. Ich glaube, ein bisschen was an dem Fahrzeug noch zu tun. Gucken wir den Kollegen mal über die Schulter an, oder? Schau mal, Benny, hier fehlt zum Beispiel noch der Schweller an dem Fahrzeug. Wir haben ja beim Golf R einen lackierten Seitenschweller in Wagenfarbe. Und in der Produktion haben wir weiß, Lapisblau und schwarz, unsere Golf R-Farben. Und dieses Fahrzeug hat ja eine Sonderfarbe. Limongelb Metallic. Richtig, ganz genau. Und dementsprechend ist auch der Schweller in Limongelb Metallic lackiert. Sieht richtig cool aus, finde ich. Also wirkt gleich richtig breit das Fahrzeug, wenn der Schweller dran sein wird. Und genau, das wird hier im Sonderfahrzeugbau gemacht. Interessant, dass der Schweller dann auch per Hand montiert wird. Also es ist interessant zu sehen, dass dann doch noch so viel Handarbeit bei den Sondermodellen drin steckt. Ja, Benny, und nachdem der Schweller dran ist, bereiten die Kollegen dann jetzt schon mal vor die Folierung an der Seite. Da kommt ja noch die 333 an die Seite. Ja, stimmt. Und ganz wichtig noch die Plakette im Interieur. Das ist ja übrigens der erste Volkswagen R, der eine fortlaufende Nummerierung im Interieur hat, ne? Richtig, auf der Dekoreinlage in der Instrumententafel vorne im Ja. Cockpit kommt die an die Seite drauf. Mega. Auf der Beifahrerseite, Richtig, können wir uns auch gleich nochmal angucken im Fahrzeug. das gucken wir uns auf jeden Fall an. Jetzt ist hier der große Moment gekommen, die Plakette wird geklebt. Der Moment. Der Moment, und im Prinzip können wir beide uns aussuchen, welche Nummer wir jetzt nehmen. Ich hätte gesagt, wir nehmen die 333. Perfekt, 333 von 333. Und an den glücklichen Besitzer oder die glückliche Besitzerin von dem Fahrzeug, du warst live dabei, als dein Fahrzeug im Tech Tuesday hier im Sonderfahrzeugbau finalisiert wurde. Benny, wir haben heute auf jeden Fall schon einige Highlights von dem Fahrzeug gesehen. Einmal ist es natürlich die Außenfarbe, die sofort ins Auge sticht, die coole Folierung an der Seite mit der 333 oder auch die Plakette im Interieur natürlich. Was an dem Auto auch noch ganz besonders ist, ist das schwarze Dach. Das haben wir ja lackiert in schwarz und steht natürlich in einem coolen Kontrast zur Außenfarbe und sieht auch sehr schön aus mit dem Black-Style-Paket. Ne? Auf jeden Fall. Wir haben die schwarzen Spiegel, wir haben die durchgehende Kühlergrillleiste. Das macht das Auto halt nochmal richtig markant, weil du einfach ein Zwei-Farben-Spiel hast. Gefällt mir immer besonders gut. Ja. Und ich würde auch tatsächlich immer ein Black-Style-Paket bestellen, wenn ich kann. Passend dazu, und du hast Kontrast angesprochen, da haben wir die blauen R-Logos im Exterieur vom 20 Years übernommen. Also das Fahrzeug ist technisch 1:1 wie der 20 Years mit 333 PS, Performance-Maßnahme, Motor und halt auch den emotionalen Schaltvorgängen im Getriebe. Also kann sich jede Kundin und jeder Kunde, der so ein Fahrzeug erlangt hat, äußerst glücklich schätzen, mit so einem performanten Fahrzeug unterwegs zu sein. Ich fand es auch sehr cool, hier heute hinter die Kulissen zu blicken und zu schauen, wie die Kollegen hier das Fahrzeug am Ende noch veredeln. Handarbeit, ganz wichtig. Alles Viel Handarbeit, also muss ich echt sagen, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Viel Liebe zum Detail von den Kollegen, hohe Perfektion, von daher ja, sehr cool, den Blick hinter die Kulissen gehabt zu haben. Und wenn ihr nochmal eine Idee habt, wo wir noch hinter die Kulissen gucken könnten, mit euch zusammen natürlich, oder wenn Fragen offen geblieben sein sollten, dann schreibt es gerne in die Kommentare und lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Dann sehen wir, dass wir in die Richtung noch weitermachen können. Also, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's Ciao. gut. Ciao. Volkswagen.